Lektion 1: Tipps zur Essenszubereitung. Haben Sie schon einmal versucht, Mahlzeiten vorzubereiten? Es kann wirklich hilfreich sein, gesunde Rezepte zu finden, die Ihnen schmecken. Ja. Ich finde, dass die Planung von Mahlzeiten im Voraus die Auswahl gesünderer Gerichte deutlich erleichtert. Genau. Es spart nicht nur Zeit während der Woche, sondern hilft dir auch, deine Ernährungsziele einzuhalten. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist schön, gesunde Mahlzeiten parat zu haben, ohne dass man in letzter Minute in Eile ist. Außerdem bleibt das Experimentieren mit verschiedenen Rezepten spannend und beugt Langeweile vor. Auf jeden Fall. Das Ausprobieren neuer Geschmacksrichtungen und Zutaten kann gesundes Essen angenehmer machen. Ich finde, das ist eine tolle Möglichkeit, sich mit dem Kochen zu beschäftigen und gleichzeitig auf unsere Gesundheit zu achten. Ja. Lass uns einige unserer Lieblingsrezepte und Tipps zur Essenszubereitung miteinander teilen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich bin gespannt, welche leckeren Gerichte wir zaubern können. Lektion 2: Fertigung in Texas. Zu den weiteren großen Industriestädten in Texas zählen Houston, Corpus Christi, Fort Worth und die Hauptstadt Austin. Das stimmt. Jede dieser Städte leistet ihren einzigartigen Beitrag zum Fertigungssektor. Absolut. Houston ist für seinen Energiesektor bekannt, während Austin eine starke Technologiepräsenz hat. Ja. Aufgrund seiner strategischen Lage spielt Corpus Christi eine wichtige Rolle im Schifffahrts- und Logistikbereich. Und Fort Worth ist für seine ziemlich bedeutende Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsindustrie bekannt. Es ist faszinierend zu sehen, wie vielfältig die Fertigungslandschaft in Texas ist. Ich denke, dass uns das Verständnis dieser Dynamik dabei helfen kann, das Wirtschaftswachstum des Staates einzuschätzen. Auf jeden Fall. Es ist entscheidend, die Bedeutung dieser Branchen für die Schaffung von Arbeitsplätzen und Innovationen anzuerkennen. Lassen Sie uns weiter untersuchen, wie diese Städte zur Gesamtwirtschaft von Texas beitragen. Lektion 3: Grundstücksspekulation. Er verdiente auch als Grundstücksspekulant im Westen Kanadas Geld, was eine ziemlich beeindruckende Leistung war. Das ist faszinierend. Die Möglichkeiten der Grundstücksspekulation müssen damals enorm gewesen sein. Absolut. Im Gegensatz zu vielen Geschäftsleuten seiner Zeit gelang es ihm, die Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Ja. Um bei solchen Unternehmungen erfolgreich zu sein, ist ein ausgeprägtes Verständnis der Markttrends und Risiken erforderlich. Ich denke, dass seine Fähigkeit, vielversprechende Entwicklungsbereiche zu erkennen, der Schlüssel zu seinem Erfolg war. Auf jeden Fall. Es ist interessant, wie Grundstücksspekulationen das Wachstum kanadischer Städte beeinflusst haben. Ich frage mich, wie seine Erfahrungen im Vergleich zum heutigen Immobilienmarkt aussehen. Das wäre ein faszinierender Vergleich. Die Dynamik hat sich im Laufe der Jahre so stark verändert. Lassen Sie uns tiefer in die Geschichte der Grundstücksspekulation und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung eintauchen. Lektion 4: Tieferes Verständnis. Die Geschichte des Islam hat für sie eine tiefere Bedeutung als alle anderen großen Erzählungen. Absolut. Es berührt mich persönlich und gibt mir Einblicke in meine Werte und Überzeugungen. Das ist beeindruckend. Das Verständnis solcher Geschichten kann unsere Sicht auf das Leben prägen. Ja. Es fördert das Gefühl der Verbundenheit und Empathie gegenüber unterschiedlichen Kulturen und Geschichten.
Ich denke, es ist wichtig, diese Geschichten zu erforschen, um den Reichtum unserer gemeinsamen menschlichen Erfahrung zu würdigen. Genau. Sie offenbaren oft universelle Themen, die Grenzen und Zeit überschreiten. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie diese Erzählungen die heutige Gesellschaft beeinflussen. Das klingt nach einer tollen Diskussion. Es ist wichtig zu verstehen, wie die Geschichte unsere Gegenwart prägt. Lassen Sie uns diese Ideen gemeinsam weiter erforschen, sie können zu bedeutungsvollen Gesprächen führen. Lektion 5: Teamarbeit fördern. Auf jeden Fall. Wie können wir Ihrer Meinung nach den Teamgeist in unserer Gruppe stärken? Ich bin davon überzeugt, dass offene Kommunikation der Schlüssel ist. Wenn wir alle ermutigen, ihre Gedanken mitzuteilen, stärkt das unsere Bindung. Ja. Wenn sich Teammitglieder wertgeschätzt und gehört fühlen, ist ihr Engagement höher. Genau. Teambuilding-Aktivitäten können auch ein Gefühl der Kameradschaft und des Vertrauens unter uns schaffen. Ich stimme voll und ganz zu. Freizeitaktivitäten außerhalb der Arbeit können Beziehungen und die Zusammenarbeit verbessern. Ja. Es ist wichtig, sowohl auf persönlicher als auch auf beruflicher Ebene Kontakte zu knüpfen. Lassen Sie uns gemeinsam Ideen für Teambuilding-Übungen sammeln, die wir umsetzen können. Tolle Idee. Ich bin sicher, wir finden kreative Wege, um unsere Teamarbeit zu verbessern. Ich bin gespannt, wie sich diese Bemühungen positiv auf unsere Gruppendynamik auswirken werden. Lektion 6: Partyplanung. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht könnten wir die Party unter einem mexikanischen Motto gestalten. Perfekt. Ein mexikanisches Thema wäre lebendig und voller köstlichem Essen und lustiger Dekorationen. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, wie buntes Papel Picado und leckere Tacos den Raum füllen. Auf jeden Fall. Denken wir auch an die Anzahl der Gäste, die wir einladen, um sicherzustellen, dass wir genug Essen haben. Guter Punkt. Die richtige Personenanzahl einzuplanen, hilft uns, Last-Minute-Stress zu vermeiden. Ich stimme zu. Wir können eine Liste aller Personen erstellen, die wir einladen möchten, und mit der Organisation beginnen. Überlegen wir uns auch ein paar Spiele oder Aktivitäten, um die Energie während der Party hochzuhalten. Das klingt nach Spaß. Wenn Sie alle mit Aktivitäten einbeziehen, wird das Treffen noch unvergesslicher. Ich freue mich schon darauf, mit der Planung dieser Party zu beginnen. Es wird ein Riesenspaß. Lektion 7: Vielversprechende Sektoren. Welcher Sektor scheint derzeit wachstumsträchtig zu sein? Die Technologiebranche weist ein erhebliches Wachstumspotenzial auf, insbesondere durch Fortschritte in den Bereichen Key- und Softwareentwicklung. Absolut. Die Technologie entwickelt sich rasant weiter, und es ist spannend, über die zukünftigen Möglichkeiten nachzudenken. Ja. Unternehmen, die Innovationen vorantreiben, sind oft Vorreiter bei Markttrends. Ich denke, dass auch Sektoren wie erneuerbare Energien an Bedeutung gewinnen, da Nachhaltigkeit zunehmend an Bedeutung gewinnt. Auf jeden Fall. Mit zunehmendem Umweltbewusstsein wird die Nachfrage nach grünen Technologien steigen. Behalten wir diese Sektoren im Auge und überlegen wir, wie wir am Wachstum teilhaben können. Tolle Idee. Wenn wir informiert bleiben, können wir Chancen nutzen, sobald sie sich ergeben. Ich freue mich darauf, neue Unternehmungen in diesen vielversprechenden Bereichen zu erkunden.
Lektion 8: Fußballfähigkeiten meistern. Obwohl die Grundregeln des Fußballs leicht zu erlernen sind, ist es sehr schwierig, die Fähigkeiten des Spiels zu meistern. Absolut. Jeder kann zwar einen Ball treten, aber die Entwicklung der Technik erfordert viel Übung und Hingabe. Ja. Fähigkeiten wie Dribbling, Passen und Schießen erfordern Präzision und Timing, um effektiv ausgeführt zu werden. Genau. Es ist faszinierend, wie viel Strategie für ein gutes Spiel erforderlich ist, über die bloße körperliche Leistung hinaus. Ich denke, dass das Anschauen von Profispielen wertvolle Einblicke in fortgeschrittene Techniken bieten kann. Auf jeden Fall. Das Beobachten guter Spieler kann uns dazu inspirieren, unsere eigene Leistung zu verbessern. Lassen Sie uns einen Plan zum gemeinsamen Üben erstellen. Dies könnte eine unterhaltsame Möglichkeit sein, unsere Fähigkeiten zu verbessern. Tolle Idee. Gemeinsam mit einem Freund zu trainieren macht Spaß und motiviert. Ich bin gespannt, wie wir gemeinsam unsere Fußballfähigkeiten verbessern können. Lektion 9: Keltische Feier. Während des Festivals wird jeder für einen Tag zum Iren, was ein wirklich lustiges Konzept ist. Das ist es wirklich. Die Atmosphäre verwandelt sich in ein lebhaftes Fest voller keltischer Musik und Tanz. Ja. Ich liebe es, wie die Musik Menschen zusammenbringt und ein Gemeinschaftsgefühl und Freude schafft. Absolut. Es hat etwas Magisches, diese Traditionen zu teilen, selbst wenn es nur für einen Tag ist. Und das Essen. Ich kann es kaum erwarten, die traditionellen irischen Gerichte zu probieren, die während der Feierlichkeiten serviert werden. Ja. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Kultur durch ihre Aromen und Klänge zu erleben. Nehmen wir unbedingt an einigen Tänzen teil, sie sehen so lebendig und mitreißend aus. Auf jeden Fall. Mitmachen macht das Erlebnis noch unvergesslicher. Ich freue mich darauf, in alle Festlichkeiten einzutauchen und die lebendige Stimmung des Tages zu genießen. Lektion 10: Herz und Lunge. Gesundheit bezieht sich auf Herz und Lunge. Wenn Herz und Lunge in gutem Zustand sind, kann man sich körperlich besser betätigen. Absolut. Diese beiden Organe sind entscheidend für die allgemeine körperliche Gesundheit und Ausdauer. Ja. Wenn sie gut funktionieren, können wir verschiedenen Aktivitäten nachgehen, ohne uns müde zu fühlen. Genau. Eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit ist unerlässlich, um den ganzen Tag über Energie zu haben. Ich denke, es ist wichtig, Übungen einzubauen, die sowohl das Herz als auch die Lunge stärken. Auf jeden Fall. Aktivitäten wie Laufen, Schwimmen und Radfahren eignen sich hervorragend zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Fitness. Nehmen wir uns eine Routine vor, die sich auf die Gesundheit unseres Herzens und unserer Lunge konzentriert. Das wird uns auf lange Sicht zugutekommen. Ich bin voll dafür. Mit einem Partner, der sich gegenseitig motiviert, kann die Reise angenehmer machen. Einverstanden. Gemeinsam können wir unsere Fortschritte verfolgen und unsere Erfolge feiern. Lektion 11: Aufräumen durch die Natur. Wissen Sie, jedes Frühjahr werden viele der alten Binsen- und Seerosenblätter vom Vorjahr entfernt. Das stimmt. Es ist unerlässlich für die Erhaltung gesunder Wasserökosysteme in unseren heimischen Teichen und Seen. Absolut. Diese Reinigung hilft, Überbelegung zu vermeiden und neues Wachstum zu ermöglichen.
Es ist faszinierend, wie die Natur ihre Landschaften auf ihre eigene Art und Weise verjüngt und auffrischt, nicht wahr? Ja. Es ist wie ein natürlicher Kreislauf, der dafür sorgt, dass die Umwelt lebendig und im Gleichgewicht bleibt. Und die Klarheit des Wassers verbessert sich, was es für Wildtiere und Besucher gleichermaßen einladender macht. Genau. Außerdem steigert es die allgemeine ästhetische Wirkung dieser Naturräume. Ich freue mich zu sehen, wie diese Bemühungen zu einem gesünderen Ökosystem und einem angenehmeren Erlebnis für alle beitragen. Es ist eine großartige Erinnerung daran, wie wichtig es ist, das ganze Jahr über auf unsere Umwelt zu achten. Lektion 12. Perfekte Pläne. Perfekt. Soll ich Getränke für unser Treffen mitbringen? Ja, etwas Wein wäre schön, wenn Sie welchen hätten, er verleiht dem Anlass immer eine besondere Note. Tolle Idee. Eine gute Flasche Wein kann die Atmosphäre deutlich aufhellen und für eine festliche Atmosphäre sorgen. Genau. Es sind die kleinen Dinge, die Zusammenkünfte persönlicher und angenehmer machen. Und wie sieht es mit Snacks aus? Soll ich etwas Passendes zu den Getränken mitbringen? Das wäre perfekt. Eine Käseplatte oder etwas Obst würden gut zum Wein passen. Das kann ich auf jeden Fall. Es klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, unseren gemeinsamen Abend zu verschönern. Ja, ich freue mich schon sehr darauf. Es wird eine schöne Zeit zum Entspannen und Austauschen. Ich auch. Lasst uns dafür sorgen, dass alles für einen unvergesslichen Abend voller guter Gespräche vorbereitet ist. Lektion 13. Stadtnavigation. Zu welchem Bahnsteig muss ich mich begeben, um in die Innenstadt zu gelangen? Um in die Innenstadt zu gelangen, nehmen Sie am besten den Zug von Gleis 3, das ist die direkteste Verbindung. Das klingt ziemlich einfach. Ich bin dankbar für die Anleitung, sich in einer neuen Stadt zurechtzufinden, kann manchmal überwältigend sein. Das verstehe ich vollkommen. Aber sobald man sich mit dem öffentlichen Nahverkehr vertraut gemacht hat, wird es viel einfacher. Das hoffe ich. Ich kann es kaum erwarten, die Geschäfte und Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum zu erkunden. Sie finden hier zahlreiche interessante Orte, die Sie besuchen können, von lokalen Boutiquen bis hin zu berühmten Sehenswürdigkeiten. Das ist spannend. Ich würde gerne die lokale Kultur kennenlernen und vielleicht sogar ein paar einzigartige Gerichte probieren. Auf jeden Fall. Die Stadt hat eine lebendige Gastronomieszene, die Sie nicht verpassen sollten. Ich werde mir Ihre Empfehlungen auf jeden Fall notieren, damit ich meinen Besuch optimal nutzen kann. Lektion 14. Gesundheitsvorbereitungen. Haben Sie die Formulare für den Gesundheitscheck ausgefüllt? Ja, ich habe die Formulare gestern ausgefüllt. Es war unkompliziert und hat nicht zu viel Zeit in Anspruch genommen. Das freut uns. Müssen wir sonst noch etwas zum Termin mitbringen? Ich denke, wir müssen nur einen Ausweis und alle relevanten Gesundheitsdokumente mitbringen. Perfekt. Es ist immer besser, vorbereitet zu sein, als in letzter Minute ins Schleudern zu geraten. Absolut. Gut organisiert zu sein, trägt dazu bei, dass alles reibungslos läuft, insbesondere im medizinischen Bereich. Ich stimme zu. Außerdem kann es unsere Angst vor der Untersuchung verringern. Genau. Wenn wir wissen, dass alles vorbereitet ist, können wir uns besser auf den Termin konzentrieren.
Lassen Sie uns vor der Abreise unser Gepäck noch einmal überprüfen, um sicherzustellen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Lektion 15, Campus Tour. Diane aus dem Nachbarbüro führte mich herum und zeigte mir die Restaurants, die Bibliothek und die Hörsäle. Das klingt nach einer tollen Einführung in den Campus. Es ist immer hilfreich, wenn man von jemandem herumgeführt wird. Absolut. Es hat mir geholfen, mich mit allem, was ich wissen muss, vertraut zu machen. Das glaube ich. Für jeden Studenten ist es wichtig zu wissen, wo es gutes Essen und gute Lernplätze gibt. Ja. Die Bibliothek sieht beeindruckend aus und ich freue mich darauf, die dort verfügbaren Ressourcen zu erkunden. Es ist ein fantastischer Ort zum Lernen und auch zur Zusammenarbeit mit Kommilitonen. Ich kann bereits erkennen, wie mein Lernerlebnis durch die Anwesenheit in einer lebendigen akademischen Umgebung verbessert werden kann. Auf jeden Fall. Ich denke, es ist wichtig, sich in seiner Umgebung wohlzufühlen, um akademisch erfolgreich zu sein. Ich freue mich darauf, meine Zeit hier optimal zu nutzen und alle diese Einrichtungen zu nutzen. Lektion 16. Herausforderungen bei virtuellen Meetings. Das ist wunderbar. Beschäftigen Sie sich auch mit den Herausforderungen virtueller Meetings? Ja, das ist heutzutage ein entscheidendes Thema, insbesondere da so viele Menschen von zu Hause aus arbeiten. Absolut. Virtuelle Meetings können manchmal unpersönlich und schwierig zu handhaben sein. Genau. Es ist wichtig, Wege zu finden, die Teilnehmer einzubinden und das Gespräch am Laufen zu halten. Ich stimme zu. Es kann schwierig sein, konzentriert zu bleiben, wenn alle auf einen Bildschirm starren. Ja, der Einsatz interaktiver Tools und die Förderung der Teilnahme können wirklich dazu beitragen, dies zu mildern. Ich denke, dass die Einbeziehung unterhaltsamer Elemente wie Umfragen oder Fragen die Besprechungen angenehmer gestalten kann. Absolut. Es geht darum, ein Gefühl der Verbundenheit zu schaffen, auch wenn wir meilenweit voneinander entfernt sind. Ich freue mich, dass es mehr Diskussionen zur Verbesserung der virtuellen Kommunikation gibt. Das ist so wichtig. Lektion 17, Schlossbesuch. Dann sollten Sie unbedingt das berühmte Schloss in der Stadt besuchen. Das klingt spannend. Ich habe so viel über die reiche Geschichte und die atemberaubende Architektur gehört. Ja. Das Schloss ist nicht nur wunderschön, sondern bietet auch Führungen an, die tief in seine Vergangenheit eintauchen. Das ist großartig. Ich liebe es, etwas über die Geschichte hinter Orten zu erfahren, das bereichert das Erlebnis ungemein. Absolut. Außerdem ist die Aussicht von der Burg atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Ich kann es mir nur vorstellen. Es muss ein atemberaubender Anblick sein, die Landschaft von so einem hohen Punkt aus zu sehen. Ja, und rund um das Schloss gibt es wunderschöne Gärten, die sich perfekt für einen gemütlichen Spaziergang eignen. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne ein paar Fotos machen, während ich diese Gegenden erkunde. Lass uns bald einen Besuch planen. Ich glaube, es wäre ein fantastischer gemeinsamer Tagesausflug. Lektion 18, berufliche Entwicklung. Ich finde diese Erfahrung wertvoll für meine berufliche Entwicklung, Sie nicht auch? Ich freue mich, dass Sie das so sehen. Es ist wichtig, ständig nach Möglichkeiten für berufliches Wachstum zu suchen. Absolut.
Die Teilnahme an verschiedenen Projekten und das Erlernen neuer Fähigkeiten können unser Fachwissen erheblich erweitern. Ja, und es eröffnet auch neue Möglichkeiten zur Vernetzung und Zusammenarbeit. Ich stimme zu. Der Aufbau von Kontakten zu anderen in unserem Bereich kann später zu spannenden Möglichkeiten führen. Auf jeden Fall. Es geht darum, Beziehungen zu pflegen, die unseren beruflichen Weg unterstützen können. Ich bin gespannt, wohin uns diese Erfahrung langfristig führen wird. Ich auch. Lasst uns weiterhin an uns arbeiten und uns gegenseitig ermutigen, unsere Ziele zu erreichen. Auf jeden Fall. Gemeinsam können wir Großes erreichen und in unseren Bereichen etwas Positives bewirken. Lektion 19: Planvergleiche. Der Basisplan ist die günstigste verfügbare Option, aber ich habe gehört, dass der Premiumplan einen viel größeren Schutz bietet. Das stimmt. Mit dem Basistarif sparen Sie zwar zunächst Geld, doch mit dem Premiumtarif können Sie sich mehr Sicherheit verschaffen. Genau. Bei der Auswahl eines passenden Plans ist es wichtig, die Kosten gegen den Nutzen abzuwägen. Auf jeden Fall. Manchmal kann eine etwas höhere Anfangsinvestition auf lange Sicht zu erheblichen Einsparungen und mehr Sicherheit führen. Ich stimme voll und ganz zu. Außerdem kann ein umfassender Versicherungsschutz dazu beitragen, später unerwartete Ausgaben zu vermeiden. Ja. Es ist immer eine gute Idee, zu prüfen, was in den einzelnen Plänen enthalten ist, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Erschwinglichkeit und dem Versicherungsschutz zu finden, den wir wirklich brauchen. Auf jeden Fall. Vergleichen wir die Details beider Pläne, um zu sehen, welcher am besten zu unserem Lebensstil passt. Tolle Idee. So können wir eine fundierte Entscheidung treffen, die wir später nicht bereuen werden. Lektion 20: Sonneneinstrahlung. Für viele Pflanzen ist Sonnenlicht ideal, sie gedeihen, wenn sie die richtige Menge Licht erhalten. Absolut. Es ist faszinierend, wie unterschiedlich der Sonnenlichtbedarf verschiedener Pflanzen ist, um gesund und kräftig zu wachsen. Ja. Ich werde sie sofort neu anordnen, um optimale Lichtverhältnisse zu gewährleisten. Das klingt nach einem tollen Plan. Die richtige Platzierung kann Ihr Wachstum wirklich beeinflussen. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie Sie auf die Änderungen reagieren. Es ist immer wieder schön, Ihre Fortschritte mitzuerleben. Auf jeden Fall. Haben Sie schon über weitere Anpassungen im Garten nachgedacht? Ich habe überlegt, etwas Mulch hinzuzufügen, um die Feuchtigkeit zu bewahren und die Bodengesundheit zu verbessern. Das ist ein kluger Schachzug. Es kann den Pflanzen wirklich helfen, zu gedeihen, besonders in den wärmeren Monaten. Ich freue mich darauf, einen blühenden Garten anzulegen. Es macht mir große Freude, auf diese Weise mit der Natur in Verbindung zu treten. Lektion 21: Bedenken hinsichtlich der Abholzung. Wussten Sie, dass in den letzten Jahren in Südamerika, Afrika und Südostasien viele Wälder abgeholzt wurden? Ja, es ist alarmierend. Die Geschwindigkeit, mit der wir diese lebenswichtigen Ökosysteme verlieren, ist wirklich besorgniserregend für unseren Planeten. Es regt zum Nachdenken über die Auswirkungen auf die Tierwelt und das empfindliche Gleichgewicht der Natur an. Absolut. Diese Wälder sind die Heimat unzähliger Arten, von denen viele heute vom Aussterben bedroht sind. Und vergessen Sie nicht die Rolle der Wälder im Kampf gegen den Klimawandel, sie absorbieren sehr viel Kohlendioxid.
Richtig. Mit dem Verlust der Bäume verlieren wir nicht nur Schönheit, sondern auch wichtige Ressourcen für zukünftige Generationen. Es handelt sich um ein dringendes Problem, das die sofortige Aufmerksamkeit und Maßnahmen von uns allen erfordert. Ich stimme zu. Wir müssen das Bewusstsein schärfen und nachhaltige Praktiken fördern, um diese Naturschätze zu schützen. Bildung ist der Schlüssel und wenn es um den Naturschutz geht, zählt jede noch so kleine Anstrengung. Lektion 22. Träume von Island. Oh, das ist unglaublich. Mein Traumziel ist Island. Warst du schon mal dort? Ja, ich war dort und es war ein unvergessliches Erlebnis voller atemberaubender Landschaften. Ich kann es mir nur vorstellen. Die Fotos, die ich von den Geyseren und Wasserfällen gesehen habe, sind absolut atemberaubend. Das sind sie wirklich. Die Schönheit der Natur ist einfach überwältigend, insbesondere die Nordlichter. Wow. Die Aurora Borealis zu sehen muss magisch sein. Hatten Sie die Gelegenheit, sie zu erleben? Ja, und es fühlte sich an, als würde man in einen Traum eintreten. Die Farben, die über den Himmel tanzten, waren surreal. Das klingt unglaublich. Was hat Ihnen bei Ihrer Islanderkundung sonst noch gefallen? Die geothermischen heißen Quellen waren ein Highlight. Es gibt nichts Schöneres, als in warmem Wasser inmitten der Natur zu baden. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe auch gehört, dass die lokale Kultur und Küche faszinierend sind. Lektion 23. Wochenendpläne. Also, was sollen wir dieses Wochenende machen? Ja, ich dachte, wir könnten ein kleines Abenteuer erleben und vielleicht einen Wanderweg in der Nähe erkunden. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Frische Luft und Natur sind die perfekte Kombination für einen erholsamen Tag. Genau. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, dem Alltagsstress für eine Weile zu entfliehen. Ich stimme zu. Hast du eine bestimmte Route im Sinn oder sollten wir uns nach Alternativen umsehen? Schauen wir uns ein paar Optionen an und finden wir heraus, welche uns am meisten begeistert. Klingt gut. Wir könnten ein Picknick vorbereiten und ein schönes Essen inmitten der Natur genießen. Oh, ich liebe diese Idee. Das würde den Tag noch besonderer machen. Perfekt. Packen wir für unsere Wanderung ausreichend Snacks und Getränke ein. Lektion 24. Packtipps. Sie wissen, dass es beim Reisen wichtig ist, vielseitige Kleidungsstücke einzupacken, die Sie beliebig kombinieren können. Absolut. Es spart nicht nur Platz, sondern bietet dir auch mehr Outfit-Optionen, ohne dass du zu viel einpacken musst. Richtig. Die Wahl neutraler Farben kann wirklich dazu beitragen, mit nur wenigen Teilen verschiedene Looks zu kreieren. Genau. Und das Tragen mehrerer Schichten ist eine kluge Strategie, insbesondere an Orten mit unvorhersehbarem Wetter. Ich finde, dass die Reise mit leichtem Gepäck und ohne die Last schweren Gepäcks angenehmer ist. Ja, und sie können spontaner sein und unterwegs Entscheidungen treffen, statt durch ihr Gepäck eingeschränkt zu sein. Außerdem können Sie beim Fliegen Geld bei den Gepäckgebühren sparen. Das ist ein guter Punkt. Cleveres Packen kann das Reiseerlebnis insgesamt verbessern. Genau. Lass uns unsere nächste Reise mit diesen Tipps im Hinterkopf planen, um das Beste aus unserem Abenteuer zu machen. Lektion 25. Grundlagen des Schreibens.
Das ist eine gute Wahl, es schreibt flüssig. Jetzt muss ich mir ein Notizbuch zum Schreiben suchen. Das sollten Sie unbedingt tun. Die richtigen Werkzeuge können das Schreiberlebnis deutlich verbessern. Ich stimme zu. Ein schönes Notizbuch kann die Kreativität anregen und dir das Gefühl geben, mit deinen Gedanken verbundener zu sein. Genau. Bevorzugst du linierte Seiten oder magst du lieber leere Seiten für Skizzen und Notizen? Normalerweise bevorzuge ich linierte Seiten, denn sie helfen mir, meine Texte übersichtlich und ordentlich zu halten. Das macht Sinn. Ich genieße es, eine Mischung zu haben, damit ich Ideen aufschreiben und kritzeln kann, wenn mich die Inspiration packt. Das ist ein toller Ansatz. Es ist immer gut, beim Schreiben Raum für Kreativität zu haben. Auf jeden Fall. Ein gutes Notizbuch kann ein wertvoller Begleiter auf Ihrer kreativen Reise werden. Ich kann es kaum erwarten, eines zu finden, das genau zu meinen Gedanken und Ideen passt. Lektion 26: Demografie. Wie viele Menschen in seinem Alter leben dort? Das ist eine interessante Frage. Die Kenntnis der demografischen Daten kann uns Einblicke in die Community geben. Genau. Es hilft, die sozialen Dynamiken und kulturellen Einflüsse in diesem Bereich zu verstehen. Ich frage mich, ob es lokale Veranstaltungen oder Versammlungen gibt, die sich an diese Altersgruppe richten? Das könnte für Neuankömmlinge eine tolle Möglichkeit sein, Kontakte zu knüpfen und sich heimischer zu fühlen, nicht wahr? Ja. Das Engagement in der Gemeinschaft kann die Erfahrungen an einem neuen Ort wirklich bereichern. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie Altersgruppen in unterschiedlichen Umgebungen miteinander interagieren. Auf jeden Fall. Es prägt die Atmosphäre der Gemeinschaft und schafft ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ich denke, dass die Erforschung dieser sozialen Aspekte unser Verständnis für jeden Ort verbessern kann. Lektion 27: Lebensmitteleinkauf. Es ist praktisch und die Auswahl ist in der Regel gut. Super, ich muss mir Obst und Snacks besorgen. Das klingt nach einem guten Plan. Frisches Obst ist immer eine gesunde Wahl, besonders für Sommerausflüge. Ja. Ich finde es toll, wie einfach es ist, in diesen Läden regionale Produkte zu finden. Das unterstützt die Gemeinschaft wirklich. Genau. Außerdem erhalten wir durch den Kauf von frischem Obst den besten Geschmack und die besten Nährstoffe. Und vergessen Sie nicht die Vielfalt, es gibt so viele köstliche Optionen zur Auswahl. Absolut. Einer guten Auswahl an Beeren und tropischen Früchten kann ich nicht widerstehen. Nehmen wir auch ein paar Nüsse mit, um während unserer Wanderung schnell Energie zu tanken. Tolle Idee. Sie eignen sich perfekt als Snack und halten unsere Energie beim Erkunden aufrecht. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Lasst uns diesen Einkaufsbummel unterhaltsam und lohnenswert gestalten. Lektion 28: Wochenendausflüge. Schauen wir uns ein paar Geschäfte in der Nähe an und besuchen wir sie dieses Wochenende. Das klingt nach einer tollen Idee. Beim Stöbern in den Geschäften vor Ort kann man tolle Entdeckungen machen. Absolut. Man weiß nie, welche einzigartigen Artikel man in kleinen, lokalen Geschäften finden kann. Genau. Außerdem ist es immer ein tolles Gefühl, lokale Unternehmen zu unterstützen. Ich stimme zu. Es ist eine tolle Möglichkeit, mit der Community in Kontakt zu treten und gleichzeitig das Einkaufserlebnis zu genießen.
Und wir könnten einen Tagesausflug daraus machen, ein paar Geschäfte besuchen und vielleicht eine Kleinigkeit essen. Ja. So ein kleines Abenteuer wäre perfekt für unser Wochenende. Ich freue mich darauf. Lass uns eine kleine Reiseroute erstellen und das Beste aus unserem Tag machen. Toller Plan. Ich bin schon gespannt, welche Schätze uns in den Läden erwarten. Lektion 29: Wunder der Natur. Wussten Sie, dass die Naturschutzgebiete entlang der Grenze zwischen Alberta und British Columbia jährlich mehr als 9 Millionen Menschen anziehen? Das ist unglaublich. Es ist erstaunlich, wie viele Menschen von der Naturschönheit dieser Region angezogen werden. Absolut. Die atemberaubenden Landschaften und die vielfältige Tierwelt machen es zu einem Muss für Naturliebhaber. Und die dort angebotenen Aktivitäten wie Wandern und Wildtierbeobachtungen bereichern das Erlebnis für die Besucher erheblich. Ja. Menschen aus aller Welt kommen hierher, um diese atemberaubende Umgebung zu erleben. Es ist faszinierend, wie die Natur so viele Menschen dazu inspirieren kann, die freie Natur zu erkunden und zu schätzen. Auf jeden Fall. Darüber hinaus tragen die Naturschutzbemühungen in diesen Gebieten dazu bei, die Ökosysteme für zukünftige Generationen zu erhalten. Genau. Es ist wunderbar zu sehen, wie der Tourismus positiv zum Umweltbewusstsein und zum Umweltschutz beitragen kann. Ich denke, es ermutigt die Menschen, sich ihrer Auswirkungen auf die Natur bewusster zu werden, was von wesentlicher Bedeutung ist. Lektion 30: Sinnvolle Beiträge. Außerdem kommt das Geld aus diesen Initiativen wichtigen Zwecken zugute, was fantastisch ist, oder? Absolut. Es macht die Teilnahme an Veranstaltungen oder den Kauf von Artikeln so viel bedeutsamer als nur eine Transaktion. Ich stimme voll und ganz zu. Zu wissen, dass unsere Beiträge wichtige Programme unterstützen, kann sehr motivierend sein. Ja, es ist ein gutes Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein, insbesondere wenn es der Gemeinschaft und der Umwelt zugutekommt. Genau. Es verleiht unserem Handeln Sinn und ermutigt mehr Menschen, sich zu engagieren. Auf jeden Fall. Wenn wir die Wirkung unserer Beiträge sehen, inspiriert uns das, solche Anliegen auch weiterhin zu unterstützen. Ich denke, es ist wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie unsere Entscheidungen zu positiven Veränderungen führen können. Auf jeden Fall. Je mehr wir darüber reden, desto mehr Menschen werden erkennen, wie wichtig es ist, sinnvolle Initiativen zu unterstützen. Lassen Sie uns die Nachricht weiter verbreiten und andere ermutigen, sich an diesen wichtigen Bemühungen zu beteiligen.